Hallo, ich bin's Ian. Ich möchte euch das Buch Assata, eine Autobiografie von Assata Olugbala Shakur vorstellen. Assata Shakur ist eine wichtige Aktivistin der schwarzen Befreiungsbewegung in den 1960er und 70er Jahren in den USA. Staatliche Repressionsorgane nannten sie eine Terroristin und auch Staatsfeindin Nummer 1 und verfolgten sie auch in dem Maße. Seit 1984 lebt sie deswegen auf Kuba, und zwar mit politischem Asyl. Sie ist eine sehr interessante Person und ich freue mich sehr, endlich ihre Autobiografie gelesen zu haben. Ihre Autobiografie hat zwei Vorworte, einmal von Angela Davis und von Lennox S. Hinz, beides auch wichtige Aktivisten. Und ihr Vorwort hat mir sehr gefallen. Es hat nochmal so einen Kontext für dieses Buch gegeben und auch die Wichtigkeit, also die wichtige Rolle von Shakur hervorgehoben. 1973 fuhr Shakur mit zwei Genossen in einem Auto und an einer Kreuzung wurde das Auto von der Polizei überfallen. Sie wurde dabei schwer verletzt. Ein Mitfahrender, Said Shakur, wurde dabei sogar getötet. Und auch von ihr erwarteten oder besser hofften die Cops, dass sie bald stirbt. Ihr wurden wichtige medizinische Maßnahmen nicht gewährt, also es wurde keine erste Hilfe geleistet quasi. Und tatsächlich wurde sogar ein Priester zu ihr ins Krankenhaus geschickt, der ihr die letzte Ölung geben sollte. Mit diesem Vorfall beginnt die Autobiografie und im Folgenden berichtet sie dann von ihrer Zeit in Gefangenschaft. Nämlich ab diesem Überfall war sie permanent im Gefängnis eingesperrt, in verschiedenen Gefängnissen, allesamt aber menschenunwürdig und oft waren es eigentlich Bedingungen von Folter. Sie war zum Beispiel die einzige Frau, die in ein Hochsicherheitsgefängnis für Männer eingeliefert wurde und dort und auch an vielen anderen Orten befand sie sich in Isolationshaft. Auf die weiteren Gewalterfahrungen im Gefängnis möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter eingehen, denn das ist nicht das Einzige, worum es in diesem Buch geht, sondern diese Erzählungen aus der Gefängniszeit werden immer abgewechselt von Berichten von ihrem Leben davor. Und auch in ihrem Leben davor hat sie sehr viel erlebt. Zum Beispiel ist sie so mit 12, 13 von zu Hause abgehauen und hat eine Zeit lang quasi allein für ihr Überleben gesorgt. Oder sie erzählt auch von ihren Großeltern, die einen Privatstrand betrieben haben, um so Schwarzen zu ermöglichen, im Meer schwimmen zu gehen oder überhaupt das Meer aus der Nähe das erste Mal zu sehen. Ihre Großmutter war es auch, die ihr schon früh versuchte beizubringen, dass sie nur respektvoll gegenüber Leuten sein soll, die auch sie respektvoll behandeln. Auch beschreibt sie, wie sie in aktivistische Kreise reingekommen ist, zum Beispiel die Black Panther. Sie beschreibt, was ihr dabei sehr wichtig war und auch, wo sie Probleme mit den Strukturen hatte. Dabei geht sie aber nicht auf allzu viele Details ein, einfach zum Schutz von anderen Beteiligten. Diese beiden Abschnitte ihres Lebens, also einmal die Zeit in Gefangenschaft und die Zeit vor der Gefangenschaft, wechseln sich immer wieder ab in diesem Buch und hin und wieder gibt es auch noch Gedichte von ihr, die das Buch auf jeden Fall auch nochmal auf eine andere Art bereichern. Das Buch enthält Kritik an Rassismus, Colorism, Sexismus und Klassismus. Einerseits im Beispiel, andererseits aber auch strukturell und institutionell formuliert. Und offensichtlich enthält das Buch auch Kritik am Gefängniskomplex und dem Gerichtssystem in den USA. Insgesamt konnte ich persönlich sehr, sehr viel mit ihrem Politikverständnis anfangen. Und mir hat dieses Buch auf sehr, sehr vielen Ebenen gefallen, weswegen ich es euch wärmstens empfehlen kann. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht mehr auf weitere Details eingehen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir sehr gerne in die Kommentare. Und wenn ihr dieses Buch auch gelesen habt, würden mich gerne eure Eindrücke, eure Erfahrungen interessieren. Damit möchte ich mich von euch verabschieden. Bis bald!